damit sagen wir wieder Hallo und herzlich willkommen bei der Wunderlich GmbH in absolut entspannter Atmosphäre. Wir sitzen praktisch in einem wunderschönen Sonnenuntergang, haben Lederkombis an. Und was kann sich Mann oder Frau Schöneres wünschen, als mal darüber zu philosophieren, wie sich Motorräder in unterschiedlicher Art und Weise verhalten, obwohl sie doch eigentlich baugleich sind. Und zwar in Anführungsstrichen, und damit kommen wir ganz genau zum Thema, nämlich M1000R gegen S1000R. Und wir haben einfach heute mal uns die beiden Motorräder geschnappt, da wir sie in der Wunderlich GmbH bereitstehen hatten und haben gesagt, wir machen mal eine wirkliche Vergleichsfahrt. Und die wollen wir natürlich nicht alleine machen. Und ihr hört schon, ich rede die ganze Zeit auch von dem Herrn und Sebastian Klettke, den kennt ihr schon aus anderen Videos bei der Wunderlich GmbH. Und heute sind wir mal zusammen unterwegs und testen die Motorräder einfach bei einer Rundfahrt, die wir machen, und lassen unsere Eindrücke praktisch so wirken, dass wir danach drüber sprechen. Denn wir wollen auch einerseits natürlich mit der Wunderlich GmbH und der Suspension-Seite ein bisschen an den Motorrädern arbeiten. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch erstmal diese Nulllinie haben. Und die haben wir jetzt, glaube ich, erreicht. Nämlich wir haben mal die Motorräder durchgetauscht und wollen euch jetzt mal so ein bisschen das Fazit geben, beziehungsweise auch die Eindrücke schildern, die wir hatten. Denn wir haben noch nicht gesprochen und somit wird es sehr, sehr interessant. Sebastian, erstens schön, dass wir zusammen unterwegs sein können. Zweitens, es ist ein absoluter Traum, solche Motorräder unterm Hintern zu haben. Ganz klar, heute ist mal wieder einer dieser absoluten Luxustage. Ja. Was will man vom Grundprinzip erstmal mehr? Wir haben zwei wirklich tolle Bikes, die wir uns in der Firma parat machen konnten und die wir uns dann einfach geschnappt haben und einfach hier durch die wunderschöne Eifel gefahren sind und mal geschaut haben, wie funktioniert das jeweilige Motorrad, was gefällt uns an der einen oder anderen besser, auch für uns Ideen sammeln, was könnten wir eventuell noch besser machen. Ich meine, wie ihr seht, sind schon viele unserer Komponenten verbaut, deswegen ist es auch, denke ich, ein recht guter Vergleich, oder es ist eine gute Vergleichsmöglichkeit, weil sie sind beide identisch ausgestattet, auch mit den Add-ons von uns, von Rastentieferlegung über Sitzbank, Lenkerhöhung etc. pp. Das heißt, Ergonomie und Sitzposition ist absolut identisch und für uns auch passend. Denn wir haben so ziemlich die identische Größe. Sag mal, wenn man nur zwischen 1,70 und 1,75 ist, ist das so, wo ich wirklich sage, Touren sportlich unterwegs sein. Also angenehm zu sitzen, mit der Ergonomie wirklich vom Gefühl her zum Motorrad zu 100% eine Einheit zu sein und einfach mal darauf zu achten, wie verhält sich denn ein Unterschied zwischen einer S- und einer M-Version. Bedeutet, vielleicht weiß das nicht jeder, das eine Motorrad, nämlich die normale, hat, also die S, ist im Endeffekt so aufgebaut, dass wir einen Motor haben, der knapp um die 160 PS leistet, der auf mehr oder weniger genug Kraft zurückgreift. Und das Pendant dazu ist so die scharfe Rasierklinge, nämlich ein Motor, der aus dem Motorsport kommt, in der M-Version so verbaut ist und knapp 210 PS hat. Das gleiche Chassis aber unterm Hintern. Und man merkt da doch deutliche Unterschiede. Und da will ich gar nicht darüber reden, dass es eigentlich um die Spitzenleistung geht, weil, sind wir mal ganz ehrlich, 160 PS sind eigentlich auch schon 100 zu viel für die Landstraße, um die auszuquetschen. Da braucht man nicht wirklich mehr. Und die 210 PS, das ist halt schon echt ein scharfes Monster. Ja, das ist ja so die Frage, die immer im Raum steht. Was braucht man wirklich? Und ich glaube, wenn man es mal ganz simpel runterbricht, ist es relativ wenig, was man wirklich zwingend fürs Motorradfahren braucht. Mhm. Aber es gibt halt vieles, was nice to have ist. Und gucken wir uns beide Motorräder an. Beide bieten schon ab Werk mehr, als man wirklich zwingend nötig hat. Ja. Und ich denke, das ist halt auch der Ansatz, den jeder verstehen kann. Ja. Bei der M1000 hat BMW tatsächlich mal den Superbike-Motor aus der M1000RR genommen, hat ihn nicht kastriert und hat ihn in Naked Bike gesteckt. Ich meine, das ist schon einfach mal eine geile Nummer zu sagen, okay, es ist völlig drüber. Ja. Gerade auf einem Naked Bike oder in einem Naked Bike. Aber es ist geil. Ich sag immer, es ist sinnlos geil. Genau, sinnlos. Es ist nice to have. Ja. Aber es ist niemals, und da muss ich wirklich, und ihr wisst, ich komme aus dem Motorsport,
Das ist nicht zu nutzen auf einer Landstraße. Das ist auch unfassbar schwer zu nutzen auf einer Rennstrecke. Aber in dem Bereich, wo wir uns aufhalten dürfen, von den Geschwindigkeiten, bist du im zweiten Gang, wo du einmal beschleunigst und dann guckst du auf den Tacho und dann ist die Welt untergegangen. Ja. Also das ist bei 210 PS fast deprimierend für mich, dass man nicht zweimal Boop Boop machen kann, sondern eben mit dem Boop Boop so viel zu schnell ist, dass du denkst, ja okay, ich kann das Ding fast nur untertourig fahren. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, du merkst, dass das ein Motorsportmotor ist, der aus meiner Sicht funktioniert in höheren Drehzahlen. Oder anders gesagt, umso besser funktioniert, umso höher sie dreht. Sowohl das Getriebe wie alles, auch von der Gasannahme etc. ist dann harmonischer. Dann bist du aber in einem Bereich, wo du so schnell bist, dass du sagst, das mache ich besser nicht. Das ist vollkommen richtig. Auf der Landstraße, wie du schon sagst, wo der Motor, wo du merkst, wo er für gemacht ist, bist du permanent in einem Bereich unterwegs. Da braucht man besser nicht drüber reden. Besser nicht mehr drüber reden. Ja. Und klar, es ist der Sportler, das homogenere Motorenkonzept, um es mal so auszudrücken, für den alltäglichen Landstraßenbedarf sehe ich auch ganz ehrlich bei der S1000R. Sie ist von der Gasannahme ein bisschen geschmeidiger, sie hat ein bisschen mehr Laufkultur, wir sind auch durch Ortschaften gefahren, du kannst schön den 4. Gang einlegen, fährst 50, ohne dass du das Gefühl hast, dir stirbt gleich der Motor ab, ohne dass sie ruckelt. Da hat sie ganz klar ihre Stärken. Wenn es natürlich dann in den Drehzahlen etwas weiter oben rausgeht und du einfach den Punch spüren kannst, lebt das Aggregat in der M einfach und hat einfach die Emotionen, die es freisetzt, weil es noch ein bisschen bissiger zur Sache geht. Genau. Gerade wenn du mal Richtung einen Track Day denkst, macht das Aggregat mit Sicherheit noch mehr Spaß, als es der 1000er Motor an sich schon tut. Wenn du es nutzen kannst. Wenn du es nutzen kannst, wenn du es umsetzen kannst. Genau, weil das ist wirklich schon, also in dem Wind so zu sitzen und da mal auf der Autobahn durchzuladen. Ja. Also ab 240 wird es dann auch mit der Modifizierung, die wir jetzt beide verbaut haben, schon der kleinen Windshield, merkst du es natürlich trotzdem, dass du auf dem Naked Bike sitzt und irgendwann wird es halt unangenehm und sagst, okay, pass mal auf, 200 reicht auch. Und da ist aber genau der Punkt, all das, was du immer wieder dann sagst bei dem Motorrad, ey komm, mach mal ruhiger, kann das mindestens auch. Und wir reden ja von einem relativ großen Preisunterschied. Und da komme ich eigentlich dann direkt zu meinem wiederum interessanten Punkt. Oder der mich ein bisschen überrascht hat. Das Motorrad fährst du durch die Stadt, schaltest durchs Getriebe, denkst nicht drüber nach. Das ist bei niedrigen Drehzahlen, wie wir gerade schon gesagt haben, alles ein bisschen holziger. Das Erste, was wir beide gerade gesagt haben, als wir von der dann abgestiegen sind jeweils, ist, man, das ist so super homogen. Ja. Das ist so einfach. Das ist spitz und scharf. Und wenn man spitz und scharf mag, dann kann man auch gerne das fahren, aber vielleicht benötigt man es nicht unbedingt. Und da sind, wie gesagt, die Geschmäcker verschieden und das verstehen wir auch komplett. Worauf ich gerade hinaus wollte, in dem Bedarf, dass ich sage, die unterscheiden sich auch extrem natürlich vom Preis. Ich persönlich würde das Motorrad bevorzugen und dort dann nochmal personifiziert für mich investieren. Das heißt, in vielleicht andere Fußrasten oder in eine andere Sitzbank, als allererstes aber mal in ein neues, perfekt abgestimmtes Fahrwerk. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Motorrad fährt für mich sehr neutral, sehr, sehr gut. Das Motorrad, also die M, ist für mich und vielleicht kann man das so ein bisschen übertragen in dieser Keilform der Winglets, genau auch dieses Gefühl. Also du fährst nicht neutral durch die Natur, sondern du bohrst dich die ganze Zeit irgendwie Richtung Erde. Und das ist auch vom Setup der Gabel und Federbein so gewollt, weil wir haben auch mal so ein bisschen in den Klickern rumgespielt und immer gemerkt, dass dieser Charakter eigentlich gleich bleibt. Ja. Und das Motorrad nie so wirklich neutral ist. Und mir persönlich fährt sie zu viel, zu aggressiv so übers Vorderrad und ist da nicht vom Feedback Vorder- zu Hinterrad so identisch, dass ich mich wohlfühle, sondern ich fahre die ganze Zeit gefühlt über dieses Vorderrad. Und da ist das einfach so neutral, dass gerade wenn viele Kurven kommen, langgezogene, enge etc., ich immer alles treffe, was ich will und da mich ehrlich gesagt mehr bemühen muss. Ich weiß nicht, wie du das jetzt empfunden hast, aber für mich ist es so.
Ging mir ganz genauso, ohne da jetzt ein Werbevideo draus machen zu wollen. Ich meine, das ist kein Geheimnis. Wir haben an der S1000R auch schon ein bisschen Hand angelegt. Und umso interessanter war es jetzt einfach mal auch die Konzepte wieder gegeneinander zu fahren. Der nächste Step wird natürlich dann auch die M werden. Aber wir haben ja beide immer den Spruch, ein gutes Fahrwerk vergisst du einfach. Ja, genau. So, und auf die haben wir uns beide draufgesetzt und waren uns einig, du fährst einfach los und hast Spaß, ohne groß drüber nachzudenken. Genau. Und nach den ersten Kilometern mit der M will man was verstellen. Wir haben dann auch angefangen. Ich meine, das ist wiederum das Schöne, was das an dem Motorrad. Du hast halt auch die etwas offenere Elektronik, ähnlich wie bei der Doppel-R. Du kannst dir die Race Pro-Modis konfigurieren. Und Race Pro heißt dabei nicht immer unbedingt, dass das immer direkt der schärfste Modi ist, sondern du kannst dir die 3 Modis so zusammenstellen, wie du es willst. Von der Gasannahme, von der Traktionskontrolle, Wheelie Control. Die lässt dich dann auch ins Fahrwerk rein, was natürlich das Grundsetting nicht verändert, aber du kannst zumindest ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Wir haben ein bisschen was verstellt, um einfach ein bisschen mehr das Vorderrad mit uns sprechen zu lassen, weil uns freier so das Ganze, lassen, uns beiden hat das Gefühl fürs Vorderrad etwas gefehlt. Ja. Sie ist unheimlich fest vorne, was an der Geometrie, am Charakter des Settings auch mit an den Winglets liegen mag. Aber es war nicht so draufsetzen und einfach vergessen. Sondern wir haben direkt angefangen zu denken, warum fühlt sich das so an? Was ist die Philosophie dahinter? Was sind vielleicht die Vor- und auch Nachteile? Und viel mehr braucht man eigentlich auch schon nicht zu sagen. Ich will das Motorrad auf gar keinen Fall schlecht reden. Es ist ein geiles Stück Ingenieurskunst, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Einfach in der Gesamtheit, wie es da steht, es ist extrem. Es polarisiert unheimlich stark. Richtig, und das ist wie mit allem, was polarisiert. Entweder es hat Fans oder Gegner. Dazwischen gibt es nicht viel. Ich bin kein absoluter Gegner von dem Motorrad. Ich finde es cool, so wie sie es gemacht haben. Ja. Und mutig dazu, auch. Weil das musst du auch erstmal so machen, dass du sagst, wir bauen ein Naked Bike mit 210 PS. Da ist ja jetzt der Markt auch da. Das machen auch andere Hersteller, die solche verrückten, in Anführungsstrichen, Motorräder bauen. Aber ganz klar, und da wollen wir so neutral sein, wie es nur irgendwie geht. Bei dem Motorrad ist es halt so, dass wir schon ein bisschen Hand angelegt haben, sie aber auch von der Basis her neutraler war. Und jetzt ist uns eigentlich gelungen, das so abzustimmen, wie es sich gut anfühlt. Ja. Du fährst los und vergisst das Fahrwerk, so wie es sein soll. Bei dem Motorrad, glaube ich, ist auch unfassbar viel Potenzial da. Nichtsdestotrotz bleibt es eine extrem scharfe Klinge, die du fahren willst oder auch nicht. Genau das, was du sagst. Aber dazwischen gibt es eigentlich nicht irgendetwas. Das muss die Überzeugung sein, das muss das Portemonnaie sein, was es hergibt. Und wenn man in der Grenze überlegt, ob das bessere Motorrad ist, dann können wir eigentlich auch unterstreichen, dass es schlechte Motorräder heute nicht mehr gibt. Und somit ist auch klar, dass 160 PS, das, was wir gerade schon gesagt haben, auf der Landstraße, selbst für uns Rennsemmel, die gerne auf der Rennstrecke Vollgas fahren, aber auf der Landstraße auch den Kopf einschalten, das Dicke reicht und alles kann, was es können muss. Und das i-Tüpfelchen vielleicht setzt die dann drauf, für mich aber erst, wenn da das Fahrwerk dann mindestens genauso gut funktioniert wie bei dem Motorrad. Und wir könnten da jetzt noch stundenlang drüber philosophieren. Wir wollen aber auch eure Zeit nicht zu viel in Anspruch nehmen. Bedanken uns sehr für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung, was es für Neuigkeiten gibt rund um diese Motorräder oder auch um die Wunderlich GmbH. Und wir beide werden noch ein bisschen fahren, werden noch die eine oder andere Fahraufnahme auch für euch machen und das dann mal kommentieren im ersten Eindruck, wenn man eben rollt. Eigentlich interessiert uns auch sehr nicht nur die Meinung von Sebastian, mir und der Firma, sondern eure Meinung. Deswegen sagt uns bitte mal, was würdet ihr wählen und warum? Und was würdet ihr vielleicht sogar vermissen? Es ist schön, wenn wir im Austausch bleiben. Somit nutzt die Kommentare unten, nutzt die Informationsspalte und wir sehen uns in einem weiteren Video wieder. Und ich würde sagen, wir fahren noch eine Runde. Komm. Los geht's.